Hallo ihr Gwirlinge! In dieser Episode von Sherlock Holmes The Awakened findet Professor Gygax Leitung des Edelweiß-Instituts ein abruptes Ende und Holmes und Watson verfolgen die Spur der Entführten weiter in Richtung New Orleans. Los geht's! Oh je, es gibt nur einen Weg. Nach oben. Watson? Holmes, what are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Ach du meine Güte! Waren wir das? Im Wahn? War das der komische Fanatiker? Ach, das war Gerda! Natürlich! Weil da Heidi liegt. Gerda sprach immer vom Auge ausstechen und so weiter. Ja, das war Gerda. Die Puppe fasse ich nicht mehr an! Ah, doch! Heidi, how did it end up here? Ja. Warte mal. Ja, der Hosenanzug saß. Muss man ja lassen. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. Stimmt, ihr Kittel ist weg. Richtig. Interessant. In dem Kittel ist jetzt Gerda unterwegs. The patients here wear the same robes. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Nach New Orleans offensichtlich. Das ist eine dicke Synapse. Also, wohin führt die Spur als nächstes? Wir können nur mit grünen Böppeln arbeiten. Wir haben den Brief einer Bank aus New Orleans. Wir haben... das Telegramm aus New Orleans. Das ist es nicht. Das Tagebuch, was war da nochmal drin? So, ja. Ah, das könnte stimmen. Nee, stimmt nicht. Also Gerdas Ausführungen sind es nicht. Das ist nur ihre Abservierung von Wolf. Das ist uninteressant. In dem Zusammenhang. Das Gedicht ist auch uninteressant. Was war denn das hier? Ah, das hier könnte es auch sein. Ja. Der Brief. Ja. Nach New Orleans. Mehrere Hinweise deuten auf New Orleans als nächsten Zielort unserer Ermittlungen hin. Die Entführer haben die Dienste des dort ansässigen Bankhauses Gray für den Verkauf von Edelsteinen in Anspruch genommen. Mhm. We
We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Im Auge des Wahnsinns, Errungenschaft. There is nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I am not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Kapitel 4, die Neuankömmlinge. Ah, Holmes, after our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why don't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Ach, Schadenfreude. So. Wo sind wir denn? Wir sind, irgendwo, genau, hier oben. Da ist unser irgendwas angelandet. Oder da wahrscheinlich. Ja. Verschiedene Stadtviertel. Wir können wieder die Synapsen vibrieren lassen. Wer verbirgt sich hinter A? Tja. Wir haben bisher noch das Bankhaus irgendwie in Verbindung mit A und R. Wir müssen also viel mehr beobachten. Wir müssen das Bankhaus erstmal suchen, richtig. Und dazu Leute befragen. Du weißt es bestimmt nicht. Is this familiar to you? Ah, I know this. Yeah, let me help you. Oh, hast ein Konto da. Die Bank befindet sich in der Straße oberhalb des Hafens, links am Hafenamt vorbei, gegenüber von Chinatown. Links am Hafenamt vorbei. Chinatown gegenüber. Naja, was auch immer ein Hafenamt ist. Das könnte ein Hafenamt sein.
Das war's schon. Das war ja leicht. Genau den richtigen gefunden. So. Watson kümmert sich um unser Gepäck. Irgendwie. Oh, da schippert sogar ein Schiff. Und wir haben sowas Ähnliches wie Sonnenschein. Schick, oder? Sieht aus wie der Kutter von Dretsch. Oh je. Oh, da wachsen Blumen. Das ist aber schön. Ach komm, jetzt wird es ein bisschen besser, oder? Oder auch nicht. Ach so, das ist irgend so ein Flussdampfer. Nymph of Louisiana. Wir haben im Moment keinen Anlass, uns dort umzuschauen. Ach du meine Güte, gibt es gar keine Treppe nach oben. Ach doch, hier, oder? Nein, die ist blockiert. Ach du meine Güte, na dann. So, also, wo ist wohl das Hafenamt? Ja, die Frage wurde soeben beantwortet. Harbour Masters Office. So, links am Hafenamt vorbei, gegenüber von Chinatown. New Orleans Union Station. Das ist vielleicht eine Art Postamt oder so. So, links vorbei. New Orleans Police Department. Aha. Aber stopp. Das sind irgendwelche Läden hier. Banking House of E.W. Gray, da haben wir es doch. Mr. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Was? Ach, der ist kurzsichtig. Versteckte Boulevardzeitung. Hat was in der Tasche. Ein Sandwich. Okay. Also, der Wachmann vor der Bank gibt ein bemerkenswertes Bild ab. In seiner Tasche hat er ein Sandwich verstaut, um Zeit zu sparen, und er liest eine Zeitung mit der Schlagzeile Abraham Lincoln lebt, was darauf schließen lässt, dass er die Dinge gern kritisch hinterfragt. Selbst die Wahrheit. Er scheint so viel zu lesen, dass er mittlerweile extrem kurzsichtig ist. Also, ob man durch das Studium einer Boulevardzeitung Dinge hinterfragt, oder? Der Wachmann vor der Bank gibt ein bemerkenswertes Bild ab. Er liest mit einem Sandwich in der Tasche ein Schmierblatt mit der Schlagzeile Abraham Lincoln lebt und wirkt so wie ein paranoider Narr mit geringem kulinarischen Anspruch. Sein Blinzeln deutet darauf hin, dass er extrem kurzsichtig ist. Also, wenn ich im rechten Sinne ist Abraham Lincoln ermordet worden. Ich weiß nicht wann, aber es kann zu der Zeit irgendwann gewesen sein. Und die Schlagzeile, dass er lebt, kann man ja nur dann bringen, wenn es Grund zu der Annahme gäbe, dass er nicht mehr lebt. Also wird das wohl mit diesem Mord zu tun haben. Sandwich in der Tasche, geringe kulinarische Ansprüche und dass er kurzsichtig ist. Ja, also es ist ein paranoider Narr. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation first. Can I present another piece of identification? Nope. That's why we send the invitation. Erscheint drückt, okay. Verstehe.
Die Bank ist für reguläre Besucher geschlossen. Der Wachmann lässt nur noch Frank Barnaby hinein. Und Selberger ist im Besitz einer Einladung. Wo finde ich den denn? Closed auction, gems sold. By invitation only. Ah, da geht es um diese Edelsteine. Holmes, over here. Was ist denn los? Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And do you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Okay. Mr. Barnaby. Mr. Barnaby ist eingeladen zu einer Auktion über Edelsteine. Das ist wahrscheinlich jemand... Is this familiar to you? I'll help you, sir. You have my full attention. Deswegen ist es wohl jemand, der wohl zur Upper Class hier gehört. Und deswegen habe ich jemanden angesprochen, der so gekleidet ist. Die Einheimischen sagen, dass er in Chinatown einen Laden namens Barnaby's Hidden Gems hat. So, es hieß, gegenüber von Chinatown ist die Bank. Ah ja, hier. Völlig richtig. Achso, das kann man jetzt wieder entheftisieren. Was ist das? Was drückt er so? Achso, ist alles geschlossen. Also wir werden nicht überfahren. Von irgendwelchen Schienenfahrzeugen. Was haben wir denn da? Black opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Schwarze Opale. Das ist in der Tat selten. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Ja. So, wir suchen einen Laden mit von diesem Barnaby. Chinatown, ja. Was machst du da? Oh, diese Kisten kennen wir. Der Vize geht's gut, wir machen uns keine Sorgen. Ah, hier. Wow. Rather unassuming for a jewelry store. Ja, stimmt. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Was? Die reden über Barnaby. Was habt ihr erzählt? Can you satisfy my curiosity? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Mr. Frank Barnaby. Die zwei Gentlemen sagten, dass Mr. Barnaby ihnen Geld schuldet. Er ist als Alkoholiker bekannt und betrinkt sich offenbar gerade in einer hiesigen Bar namens Giddy Gator im Kreolenviertel. Er soll an einem gelben Hut und einem grünen Jackett zu erkennen sein. Oh, wie extravagant. Gelber Hut, grünes Jackett. Müssen wir das nachher anziehen? Kreolenviertel. Das lassen wir wieder finden. Also ich nehme an, dass wir hier jetzt... So und so. Ganz einfach. Dass wir hier jetzt nicht reinkommen. Gell? Locked. No one's here. Na. Also, wo ist das Kreolenviertel? Wo sind wir wieder jetzt? Das ist Chinatown. Dann ist das Kreolenviertel wahrscheinlich genau da. Wir sind jetzt hier hinten in der Gasse. Wenn wir gerade auslaufen, dann sind wir... Oder das Kreolenviertel ist das da hinten. Keine Ahnung. Oh, Giddy Gator Bar. So einfach ist das. Giddy Gator. This place. There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Ja, das stimmt. Ein paar Parallelen sind vorhanden. Cordona, das waren noch Zeiten, Sherry. Du und ich auf der Insel. Ganz alleine. Wir und schon. Giddy Gator.
Bisschen mehr. Ah, hier. So. Wie war das? Gelbes Jackett, grüner Hut oder so ähnlich. Oh, hier. Naja, genau umgedreht. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Das war ja einfach. Einladung zur Auktion. Mr. Barnaby, der übrigens doch nicht zur so guten Gesellschaft gehört, glaube ich. Das Bankhaus E.W. Gray lädt Sie herzlich zu einer Auktion in geschlossener Gesellschaft ein. Wir freuen uns, eine Kollektion seltener und außergewöhnlicher schwarzer Opale anbieten zu können. Kontaktieren Sie bitte für weitere Informationen unser Personal. Wir würden es sehr begrüßen, Sie in Ihrem saubersten Anzug und nüchtern in unserem Hause willkommen zu heißen. Sollte es zu einem weiteren unzumutbaren Vorfall kommen, sehen wir uns leider gezwungen, Sie von unserer Liste potenzieller Käufer zu entfernen. Weitere? Was? Unzumutbare Vorfälle? Was war da? Neugier ist geweckt. Look, Watson. The two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. If you redefine the word worked. Barnaby, geht's dir gut? Schrunk. Naja, das nehme ich mal als Beleg dafür, dass es ihm gut geht. Also, Watson, ehrlich. So zieht sich doch nur irgend so ein Amerikaner an. Unglaublich. Keinerlei Empire-Stil. Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar? Wir müssen hier lang. Oh, wenn wir an denen vorbeigehen, denen wir Geld schulden, das ist keine so gute Idee, oder? Egal. Die sind nicht mehr da, was ein Glück. Wieso schuldest du jedem hier Geld? Yes, really let me help them. Kontenance bewahren. Wir sind eingeladen, die anderen alle nicht. Ne? Das will was heißen. Aber ein bisschen Tempo kann man ja durchaus mal machen. Where's the money, Barnaby? Oh je. I'll wait here so as not to arouse suspicion. Ja, das sieht überhaupt nicht verdächtig aus, wenn du da hinter diesem Karren wartest, in dieser gehockten Stellung. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Schwarzer Opal, Herkunft Australien, Gewicht 40 Karat, seltener Edelstein, vermutlich ein Bruchstück eines auf der Erde eingeschlagenen Meteoriten. Das halte ich für ein ganz großes Gerücht. Ein Meteorit besteht nicht aus Opal.
They're so black it's like they absorb light. Rather hypnotic. Okay. Das hat auch was mit Cthulhu zu tun. This might be useful. I'll make a note. Tafel mit Wohltätern. Das Bankhaus E.W. Gray dankt folgenden Wohltätern der Stadt, die sich um unser Geldinstitut verdient gemacht haben. H. Armitage, Dillard, E. Arnson, französisches Viertel, J. Atkinson, St. Thomas, R. Carter, französisches Viertel, B. Chambers, Mitschaut, S. Clemens, St. Thomas, G. Engel, Fillmore, M. Hartnett, Fober, Marigny und J. Howlett, Lakeview. Irgendwie aus der Region oder weiter her, wer weiß. No Pass. Was ist hier? Der neueste Schrei. Das Bankhaus veranstaltet eine Auktion. Das Bankhaus E.W. Gray veranstaltet eine Auktion in geschlossener Gesellschaft und bietet damit Liebhabern von Edelsteinen die Gelegenheit, schwarze Opale zu ersteigern. Die Bank hält sich hinsichtlich der Herkunft dieser seltenen Edelsteine bedeckt. Die Bankangestellte Zoe Clemens bestätigte jedoch die Echtheit der angebotenen Opale. Okay, dann ist das wohl sie da hinten. Was steht hier noch auf diesem Ding? Das ist das gleiche nochmal. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Ja. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grubb? Okay. Also, ein Wohltäter der Stadt und Einwohner von New Orleans ist der Vorbesitzer. Das haben wir jetzt rausgekriegt. Das ist Grubb, unser alter Kumpel. Klar erinnern wir uns an seinen überdimensionierten Fehlzut. Und wir erinnern uns da, dass er der örtliche Sheriff ist, natürlich. Habe ich gewusst. Wir erinnern uns auch daran, dass er ein Schützenkönig ist. Und dass er auf sein Äußeres achtet. Und polierte Fingernägel hat. Und damit kommen wir zu seinem Profil. Gepflegtes Äußeres, aber gefährlich. Oder bellender Hund, der nicht beißt. Gepflegtes Äußeres, aber gefährlich. Sheriff Grubbs Wort ist in New Orleans Gesetz. Er ist ein Exzentriker, der sehr auf sein rechtschaffenes Image und sein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild achtet. Inklusive seiner Fingernägel. All dies ist jedoch nur eine Fassade, um sein wahres Naturell zu verbergen. Er ist ein gnadenloser Mensch, der in der städtischen Gemeinschaft viel Macht hat und jedem gefährlich werden kann. Oder? Alternativ?
Auf Sheriff Grubb trifft der Satz „Hunde, die bellen, beißen nicht" zu. Er will den Eindruck erwecken, dass er in New Orleans etwas zu sagen hat, ist aber letztendlich nur ein Rädchen im großen Getriebe der Polizeibehörde. Tatsächlich fühlt er sich in seiner Rolle so unwohl und minderwertig, dass er versucht, seine Unzufriedenheit mit albernen Wettkämpfen, einem modischen Erscheinungsbild und Drohgebärden zu kompensieren. Okay, ist schwierig. Ich tendiere, also mein Bauchgefühl tendiert zu dem zweiten Profil, das wir gerade sehen, weil ein Sheriff ja auch durchaus jemand ist, der sich die Hände schmutzig machen muss. Und dazu passt seine Kleidung nicht. Auf der anderen Seite ist er jetzt hier höchstpersönlich abkommandiert worden, um die Sicherheit dieser Auktion zu gewährleisten. Im örtlichen Bankhaus. Dass er dafür seinen edelsten Zwirn anlegt, ist jetzt auch nicht völlig unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite hat er uns auch gerade nicht erkannt. Das ist so schlau kann er nicht sein. Ich bleib mal beim bellenden Hund, der nicht beißt, aber ich weiß es nicht. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa. Think careful now, 'cause Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Er ist doch nicht so doof, wie ich dachte. Und mein Profil war offensichtlich vollkommen falsch. Mal wieder. Ach ja, schwierig. Profile sind schwierig. Ja. Der hiesige Sheriff hat Watsons Verkleidung als Mr. Barnaby durchschaut. Er besteht darauf, dass wir New Orleans morgen früh verlassen. Dieser Misserfolg hat jedoch auch sein Gutes. Watson muss nicht länger Mr. Barnabys eigentümliche stinkende Kleidung tragen. Es wird Zeit, zurück zum Schiff zu gehen und die Kleidung zu wechseln, damit Watson nicht Gefahr läuft, mit Mr. Barnaby verwechselt zu werden und dann dessen schlechten Ruf zu spüren bekommt. Ganz genau. Das ist hier der Sheriff. Das ist alles Quatsch gewesen natürlich, wie üblich. Frank Barnaby. Das ist die Tafel mit Wohltätern. Ja, mehr haben wir ja nicht zu tun. Können wir jetzt uns hier gleich umziehen oder ist das ungebührlich? Kann man ja nicht machen. Wir müssen erstmal raus. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Ja. Ja. Und zwar einigen Schrittes. Back to the boat.
Ist dein Koffer eigentlich wieder in Ordnung? Und wo ist eigentlich das, was du vorhin anhattest? Naja. Fragen über Fragen. Das ist doch hier Back to the Boat. Das war doch hier. Oh, Vorsicht. Ja. Kann ich jetzt hier drauf gehen? Nee, ist doch alles zu. A pox on the crew. Verflucht sei die Crew. Was? Was jetzt? Was genau muss ich tun? You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Ja. Jetzt weiß ich auch nicht so ganz genau, was zu tun ist. Back to the boat. Das ist unser Boot gewesen, oder war das es nicht? Klar war es das. Jetzt bin ich echt überfragt. Das war ja wohl nicht unser Boot. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Hä? Rooms available. Müssen wir uns hier einmieten oder was? Ich bin jetzt komplett abgehängt. Es muss wieder mal völlig logisch sein. Jeder, der das spielt, weiß exakt, was er tun muss. Nur ich nicht. Ich kann das Outfit nicht wechseln. Das ist Blödsinn. Wir müssen einen Ort finden. Es wird Zeit, zurück zum Schiff zu gehen und die Kleidung zu wechseln. Forget the sheriff. I'm sure it was simply bluster and bloviation. Ich bin überfragt. Muss ich jetzt irgendwie einen anderen Weg auf unser Schiff suchen oder finden oder was? Es gibt nur diesen einen Weg. Oder von der anderen Seite. Das ist die einzige Idee, die ich noch habe. Das ist ja, da waren wir gerade, das ist unser Schiff. Das hat ja auf der anderen Seite auch nochmal so ein Dock. Wie ob ich da überhaupt hinkomme. Hier, da geht's nur hoch. Da kommt man doch gar nicht hin. Ist alles zugestellt hier. Das ist bereits außerhalb des spielbaren Bereichs hier. Stuff only? Muss ich jetzt mit diesem Matrosen hier sprechen? No. No! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Was? Ist nicht dein Ernst, dass das mein Gepäck ist? Just tell me what you've learned. Mein Gepäck! It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. Ja, nicht nur der. Also mein Gepäck liegt da. Was soll ich denn jetzt? How am I gonna fish him out? Anyone got a net?
Ich stehe nach wie vor auf dem Schlauch. A pox on the crew. Was soll ich hier machen? Es muss so einfach sein, dass ich nicht drauf komme. Ich kann ihn nicht drauf ansprechen. Ich kann Holmes nicht drauf ansprechen. Ich kann das Ding da unten nicht angucken, oder? Ach, hier. Oh. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Okay. Hab's gelöst. Das war wieder so eine Stelle, an der scheitere ich regelmäßig. Wenn es zu einfach ist. Hab's geschafft. Jetzt können wieder bitte ein paar schwerere Sachen kommen. Da komme ich leicht drauf. So, da ist die Nymphe. Ich war ja schon mal an... Ja, an Bord. Und Nummer 6, die Kabine, habe ich auch schon gesehen. Aber ist die Episode schon wieder viel zu lang. Wir machen hier Schluss und weiter mit Watson in Kabine 6. Der Nymphe. Wer weiß, was da auf ihn wartet. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.